Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Sowohl im ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte als auch unseres deutschen Grundgesetzes ist von der Würde des Menschen die Rede. Aber was ist eigentlich Menschenwürde und warum ist sie unantastbar? Ein Philosoph, der unser modernes Verständnis von Menschenwürde entscheidend geprägt hat, ist Immanuel Kant. Was er unter Würde versteht, warum Menschen Würde besitzen und wie wir diese achten können, erfährst du in diesem Video. Nach Kant verfügen Menschen als vernünftige Wesen über Würde. Im Unterschied dazu haben Sachen einen Preis. Würde zu haben bedeutet für Kant zunächst, negativ formuliert, keinen Preis zu haben. Was einen Preis hat, hat keine Würde und wer Würde hat, hat keinen Preis. Unter Preis versteht Kant aber nicht nur den Marktpreis, den wir für Güter und Leistungen bezahlen, sondern auch den Wert, den wir persönlich Dingen zubilligen, weil sie uns etwas bedeuten. Solche Dinge haben zwar keinen Marktpreis, aber einen Affektionspreis. Unsere Zuneigung verleiht den Dingen ihren Wert. Die Taschenuhr meines verstorbenen Großvaters mag einen geringen Marktpreis haben, kann für mich persönlich aber einen sehr hohen Affektionspreis haben. Sachen haben laut Kant nur einen äußeren Wert. Sie erhalten ihren Wert von außen, indem Menschen ihnen einen gewissen Preis zusprechen. Dieser Wert kann sich je nach Situation verändern und auch völlig verschwinden. Er ist abhängig von verschiedenen Faktoren und damit relativ. Ein Döner ist für mich viel wert, wenn ich großen Hunger habe, weniger, wenn er unangenehm riecht und gar nichts, wenn ich Veganer bin. Und die 5 Euro, die der Döner kostet, sind nur deshalb etwas wert, weil ich den Geldschein gegen Güter oder Leistungen eintauschen kann. Ansonsten wäre es nur bunt bedrucktes Papier. Menschen hingegen haben einen inneren Wert, eine Würde. Diesen Wert behalten sie auch, wenn sie alt, krank oder arm werden. Würde ist außerdem ein absoluter Wert. Er lässt sich nicht mit dem Wert anderer Dinge vergleichen oder verrechnen. Kant schreibt: Was einen relativen Wert hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, ein Äquivalent, gesetzt werden. Was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde. Für Wesen mit einer Würde gibt es kein Äquivalent, keinen gleichwertigen Ersatz. Ich darf also die Würde von Menschen als inneren, absoluten Wert nicht gegen andere Güter, die nur einen äußeren, relativen Wert haben, abwägen. Wer Würde hat, hat keinen Preis und sei er noch so hoch. Ich darf laut Kant aber auch nicht die Würde einzelner Menschen gegeneinander abwägen. Ein alter Mensch, ein junger Mensch, ein kranker Mensch, ein gesunder Mensch, ein armer Mensch und ein reicher Mensch sind gleich viel wert. Und schließlich darf ich nicht die Würde weniger Menschen gegen die Würde sehr vieler Menschen abwägen. Diese Auffassung spiegelt sich im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicherheitsgesetz wider. Ein von Terroristen entführtes Passagierflugzeug darf auch dann nicht abgeschossen werden, wenn dadurch sehr viele andere Menschenleben gerettet werden können. Andere Menschen zu achten bedeutet, ihre Würde als einen absoluten inneren Wert zu achten. Und warum hat der Mensch Würde? Die kürzeste Antwort hierauf wäre, aufgrund seiner Vernunft. Doch was hat Vernunft mit Würde zu tun? Wir wissen bereits, dass Kant den Menschen als ein Doppelwesen bestimmt, das gleichzeitig 2 verschiedenen Welten angehört. Als freies und autonomes Vernunftwesen gehört er der intelligiblen Welt, der Vernunftwelt an. Als Natur- bzw. Sinnenwesen ist er Teil der Sinnenwelt und den Mechanismen der Natur, vor allem seinen Neigungen, unterworfen. Als Vernunftwesen verfügt der Mensch über Freiheit und Autonomie. Autonomie bedeutet wörtlich Selbstgesetzgebung. Im Unterschied zu bloßen Naturwesen wie beispielsweise Tieren kann sich der Mensch mit Hilfe seiner Vernunft über seine Gefühle und Instinkte, Kant spricht von Neigungen, hinwegsetzen und sich selbst Zwecke setzen. Er kann sich selbst Gesetze geben und diese achten. Nur so ist moralisches Handeln möglich. Seine Freiheit und damit die Fähigkeit, sich selbst Gesetze zu geben und moralisch zu handeln, macht den Mensch zur Person und verleiht ihm seine Würde. Kant schreibt: Der Mensch im System der Natur ist ein Wesen von geringer Bedeutung. Allein der Mensch als Person betrachtet, das ist als Subjekt einer moralisch-praktischen Vernunft, ist über allen Preis erhaben.
Denn als solcher ist er als Zweck an sich selbst zu schätzen, das ist, er besitzt eine Würde, einen absoluten inneren Wert, wodurch er allen anderen vernünftigen Weltwesen Achtung für ihn abnötigt. Und? Also ist Sittlichkeit und die Menschheit, sofern sie derselben fähig ist, dasjenige, was allein Würde hat. Geschicklichkeit und Fleiß im Arbeiten haben einen Marktpreis. Witz, lebhafte Einbildungskraft und Launen einen Affektionspreis. Dagegen Treue im Versprechen, Wohlwollen aus Grundsätzen, nicht aus Instinkt, haben einen inneren Wert. Mit Menschheit meint Kant nicht die biologische Spezies Homo sapiens, sondern das spezifische Mensch bzw. Personsein. Nur vernünftige, freie, autonome Menschen sind Personen. Der Begriff Person ist bei Kant untrennbar an die Fähigkeit zu moralischer Autonomie geknüpft. Es gibt bei Kant also keine allgemeine Menschenwürde, wie wir sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder unserem deutschen Grundgesetz finden. Menschen verfügen nur als Personen, als Wesen mit der Fähigkeit zur vernünftigen moralischen Selbstbestimmung über Würde und können streng genommen auch nur dann Anspruch auf moralische Berücksichtigung erheben. Vor allem in der Medizinethik wird diskutiert, was diese Definition von Menschheit für den Umgang mit kleinen Kindern, senilen, schwergeistig behinderten, dementen oder komatösen Menschen bedeutet. Kant bezeichnet die menschliche Autonomie als Erhabenheit oder als Prärogativ. Seine Autonomie erhebt den Menschen über die restliche Natur. Der Mensch ist als einziges Naturwesen nicht nur Spielball von natürlichen Neigungen oder anderen Naturkräften, sondern kann sich in der Bestimmung seiner Handlungen von der Herrschaft der Natur befreien und sich selbst Zwecke setzen. Dadurch wird er selbst zum Zweck an sich. Dadurch, dass der Mensch autonom ist und sich selbst Gesetze geben kann, besitzt er eine Würde, einen absoluten inneren Wert. Er ist nicht nur Mittel zu einem Zweck, sondern Zweck an sich selbst. Die Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung, zur sittlichen Autonomie bedingt laut Kant die Zweckhaftigkeit des Menschen an sich selbst und damit seine Würde. Diese Würde muss er bei sich selbst und bei anderen Menschen achten. Doch was bedeutet es, die Würde von Menschen zu achten? Die Antwort darauf gibt Kant mit seiner Zweck-an-sich-Formel des kategorischen Imperativs. Diese lautet: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Den anderen in seiner Würde zu achten bedeutet also, ihn jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel zu behandeln. Wir dürfen andere Menschen nicht zu einem bloßen Mittel zu eigenen Zwecken herabwürdigen oder, moderner formuliert, sie nicht instrumentalisieren oder ausnutzen. Grund für dieses Instrumentalisierungsverbot ist die Autonomie des Menschen. Dass sich der Mensch als autonomes Vernunftwesen selbst Zwecke setzen kann, existiert er selbst als Zweck an sich. Daher darf er nicht nur als Mittel zu anderen Zwecken benutzt werden. Wichtig ist, die Zweck-an-sich-Formel des kategorischen Imperativs verbietet uns nicht, andere als Mittel zu behandeln. Sie untersagt uns aber, Menschen, sich selbst und andere nur als Mittel zu behandeln. Verdeutlichen wir dies an einem Fallbeispiel. Sophie K. geht ins Restaurant und bestellt bei dem Kellner Hugo M. Forellenfilet und ein Glas Cola. Dieser serviert Essen und Getränk, räumt anschließend den Tisch ab und bringt die Rechnung. Sophie K. bezahlt, verabschiedet sich und geht. Hier ergibt die Überprüfung mit der Zweck-an-sich-Formel kein moralisches Problem. Zwar behandelt Sophie K. den Kellner als Mittel, nämlich um ihr Essen und Getränke zu bringen, aber nicht nur als Mittel, sondern gleichzeitig als Zweck an sich. Sie verhält sich respektvoll, bezahlt und achtet die Würde von Herrn M. Ebenso behandelt Hugo M. Sophie K. als Mittel, nämlich um Geld zu verdienen. Gleichzeitig behandelt aber auch er sie als Zweck an sich. Er verhält sich respektvoll, professionell und achtet ihre Würde. Die Zweck-an-sich-Formel sagt uns nicht, dass alle Formen, andere als Mittel zu behandeln, moralisch unzulässig wären und die betroffenen Personen in ihrer Würde verletzen. Wir dürfen sie aber nicht nur als Mittel benutzen. Doch wann behandeln wir den anderen nur als Mittel? Kant erläutert das Instrumentalisierungsverbot am Beispiel des falschen Versprechens. Wer ein falsches Versprechen abgibt, will sich, so Kant, des anderen Menschen bloß als Mittel bedienen. Denn das Opfer eines solchen Versprechens könne unmöglich in meine Art, gegen ihn zu verfahren, einstimmen.
Übertragen auf das Fallbeispiel bedeutet das: Sophie K. behauptet nach dem Essen, sie hätte ihre Kreditkarte im Auto vergessen und müsse sie schnell holen. Dann verlässt sie das Restaurant, ohne zu bezahlen. Oder Hugo M. versichert Frau K., dass der Fisch sehr frisch sei, obwohl dieser bereits seit einer Woche im Kühlschrank liegt. In beiden Fällen wird der andere Mensch als bloßes Mittel behandelt, für die eigenen Zwecke instrumentalisiert. Dadurch wird seine Würde verletzt. Der andere Mensch wird in einer Weise behandelt, der er unmöglich zustimmen kann. Um herauszufinden, welche Handlungen gegenüber anderen Menschen laut Kant moralisch falsch und damit verboten sind, müssen wir uns nur fragen, wann behandeln wir andere Menschen als bloßes Mittel und nicht gleichzeitig als Zweck an sich. Dies ist immer dann der Fall, wenn wir ihre Freiheit einschränken und sie in der Ausübung ihrer Autonomie behindern. Vergewaltigung, Mord, Diebstahl, Sklaverei, Ausbeutung, Diskriminierung, Körperverletzung, willkürliche Verhaftung und Zwangsverheiratung sind demnach verboten. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in unserem deutschen Grundgesetz wird ein ganzer Katalog von unveräußerlichen Rechten aus der Menschenwürde abgeleitet. Aber auch andere Menschen zu betrügen, ein gegebenes Versprechen zu brechen, sie anzulügen oder ihnen nicht zu helfen, wenn sie in Not sind, verbietet die Zweck-an-sich-Formel des kategorischen Imperativs. Denn auch dann behandle ich diese Menschen nicht als freie und autonome Vernunftwesen mit einer Würde, sondern nur als Mittel zu einem oft egoistischen Zweck. Laut Kant hat ein Mensch aber nicht nur Pflichten gegenüber anderen, sondern auch gegenüber sich selbst. Ich kann mich auch selbst als bloßes Mittel behandeln und dadurch meine eigene Würde missachten und verlieren. Würde ist bei Kant, wie wir wissen, an Freiheit und Autonomie geknüpft. Würde zu haben setzt voraus, Zweck an sich selbst sein zu können, was wiederum dadurch gewährleistet wird, dass man selbst Zwecke setzt, sich selbst Gesetze gibt. Diese Würde muss durch die Achtung des moralischen Gesetzes realisiert werden und kann auch verfehlt werden. Kant führt einige Beispiele an, wann der Mensch seine eigene Würde missachtet und sich dadurch selbst zum bloßen Mittel degradiert. Lüge, Geiz, falsche Demut, Trunkenheit, Selbstmisshandlung und Suizid verleugnen die Würde des Menschen und können sie vernichten. Kant schreibt: Werdet nicht der Menschen Knechte, lasst euer Recht nicht ungeahndet von anderen mit Füßen treten, macht keine Schulden, für die ihr nicht volle Sicherheit leistet, nehmt nicht Wohltaten an, die ihr entbehren könnt, und seid nicht Schmarotzer oder Schmeichler oder gar, was freilich nur im Grad von dem vorigen unterschieden ist, Bettler. Und wer sich aber zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, dass er mit Füßen getreten wird. Wenn der Mensch das moralische Gesetz nicht achtet, also nicht autonom handelt, sondern sich von Neigungen, äußeren Zwängen oder einem fremden Willen bestimmen lässt, degradiert er sich selbst zur Sache und gibt seinen Anspruch auf Würde auf. Diese Auffassung hat bei Kant radikale rechtliche Konsequenzen. Ein Mensch, der durch Verbrechen seine Persönlichkeit und damit seine Würde eingebüßt hat, ist für Kant nicht länger Person und unterliegt als Leibeigener dem Sachenrecht. Der Staat darf dann als Eigentümer über seine Arbeitskraft verfügen. Menschen können sich laut Kant also selbst entwürdigen, entpersonalisieren und verdinglichen. Nur indem wir das moralische Gesetz achten, bleiben wir Zwecke an sich. Nur dann achten und behalten wir unsere eigene Würde. Als Vernunftwesen hat der Mensch aufgrund seiner Autonomie eine Würde. Das bedeutet, er darf niemals als bloßes Mittel behandelt werden, sondern ist immer gleichzeitig auch Zweck an sich. Aus dieser Würde leiten sich bestimmte unveräußerliche Rechte ab, die wir auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in unserem deutschen Grundgesetz wiederfinden. Im Unterschied zum modernen Verständnis von Menschenwürde ist bei Kant die Würde an die Fähigkeit zur moralischen Selbstgesetzgebung geknüpft. Der Mensch kann seine Würde verlieren, wenn er sich selbst zum Mittel degradiert, indem er das moralische Gesetz missachtet und fremdbestimmt handelt. Mit den Quizlet-Lernsets Kant, der kategorische Imperativ und Kant, Anwendung des kategorischen Imperativs kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!